Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Kanal Eli Handmade. In diesem Video möchte ich mit euch zusammen so eine kleine Netztasche häkeln. Die sieht einmal so aus. Die Maße von dieser Tasche werde ich unter dem Video im Infobox aufschreiben. Diese Tasche habe ich gehäkelt aus Polyesterschnur 3 mm. Das ist ja so eine türkische Polyesterschnur. Hier steht leider nicht, wie breit der Faden ist, aber das ist 3 mm. Und in so einem Knäuel sind ca. 100 Meter. Für diese Tasche habe ich 2 solche Knäule gebraucht. Und von dem zweiten Knäuel ist das alles mir geblieben. Ich vermute, das sind ungefähr 10 bis 15 Meter noch da. Die Tasche habe ich gehäkelt mit der Häkelnadel 3,5. Die kleinere Häkelnadel habe ich genommen, die Endstücke zu verstecken. Dass das auch Polyesterschnur ist, habe ich Feuerzeug benutzt. Wenn ihr aus einer anderen Schnur oder Baumwollschnur macht, wird es natürlich nicht gelten. Und die Schere, Faden abzuschneiden. Ich werde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, Daumen hoch macht und diese Tasche nachhäkelt. Ich fange jetzt mit der Luftmaschenkette und bevor ich anfange, die zu machen, werde ich das Endstück ein wenig anbrennen lassen, dass der mir nicht auseinanderriebelt. Und dann beginne ich mit der Luftmaschenkette und mache 43 Luftmaschen. Die erste Luftmasche zähle ich mit. Und dann mache ich 43 Luftmaschen. 43 Luftmaschen sind jetzt fertig und wir beginnen mit der ersten Reihe. Ich möchte jetzt ein Stäbchen häkeln und ich mache Folgendes. Ich wende erstmal diese Kette und auf der Rückseite könnt ihr auch sehen, diese Schlingen entstanden. Bei der 43. Luftmasche hänge ich jetzt Maschenmarkierer auf. Dann weiß ich genau, hier beginnt meine Reihe. So, jetzt mache ich ein Stäbchen und den mache ich so. Mache eine Luftmasche, nehme diesen Arbeitsfaden und wickel das einmal so um. Und mache noch eine Luftmasche dazu. Das ist unser erster Stäbchen. Dann mache ich eine Luftmasche und diese Reihe wird es so gehäkelt. Wir müssen jetzt eine Luftmasche auslassen und bei der nächsten Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen. Da, wo unser Maschenmarkierer hängt, das ist unser erster Stäbchen. Dann lassen wir eine Luftmasche aus und fangen bei der zweiten und müssen unter diesen beiden Schlingen mit der Häkelnadel greifen. Also wir gehen unter diesen beiden Schlingen durch. Auf der Rückseite sieht es so aus. Und da wir auch Stäbchen machen, machen wir einen Umschlag. Nochmal unter diesen beiden Schlingen durch und ein Stäbchen häkeln. Luftmasche. Eine Luftmasche auslassen. Bei der nächsten Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen. Gehen wieder unter diesen beiden Schlingen und häkeln ein Stäbchen.
eine Luftmasche. Unten lassen wir eine Luftmasche aus. Bei der nächsten Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen. Und nicht vergessen, wir greifen beide Schlingen. Wieder eine Luftmasche auslassen, bei der nächsten unter den beiden Schlingen häkeln wir ein Stäbchen. Und so machen wir dann bis Ende dieser Reihe. Ich bin jetzt am Ende der Reihe angekommen. Also ich lasse noch die letzte Luftmasche aus und in die nächste Masche, also Luftmasche, häkle ich einen Stäbchen. Auch unter beiden Schlingen mit Häkelnadel durchgehen und ein Stäbchen häkeln. So sieht es aus. Ich habe jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Öffnungen. Wir häkeln weiter die Reihe 1 und dann müssen wir uns wenden und auf die andere Seite zu kommen. Also in die gleiche Einstichstelle müssen wir noch 4 Stäbchen dazu häkeln. Und zwischen diesen Stäbchen häkeln wir auch eine Luftmasche. Also Luftmasche, dann kommt der zweite Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Luftmasche, drittes Stäbchen, Luftmasche, viertes Stäbchen, eine Luftmasche und die letzte, fünfte Stäbchen und die Luftmasche. Also 1, 2, 3, 4, 5 Stäbchen aus einer Stelle rausgehäkelt und zwischen den Stäbchen eine Luftmasche. Wir häkeln weiter, also die Reihe zurück, und hier könnt ihr sehen, da wir an der Luftmasche 2 Schlingen genommen haben, hier auf dieser Seite ist nur eine geblieben. Unter diese eine Schlinge müssen wir dann ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche, Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, nochmal die Luftmasche und Stäbchen und die Luftmasche. So häkeln wir bis Ende dieser Reihe. Ich bin jetzt am Ende der Reihe angekommen und wir wollen genauso raushäkeln 5 Stäbchen wie auf diese Seite, auch auf diese Seite. Da wo unser Maschenmarkierer ist, da häkeln wir 4 Stäbchen dazu, weil ein Stäbchen haben wir schon gemacht. Also Maschenmarkierer kommt weg und wir häkeln in diese Schlinge, da wo Maschenmarkierer war, 4 Stäbchen raus. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir eine Luftmasche und dann wollen
gleich die Reihe verbinden. Diese Reihe und die Reihe danach werden immer gleich abgeschlossen. Ich mache es so, lasse ein bisschen Faden rausziehen und bei dem ersten Stäbchen, den wir gehäkelt haben, das war unser Stäbchen, wo wir eine Luftmasche gemacht haben, Arbeitsfaden umgewickelt haben und eine Luftmasche noch dazu gemacht. Das hat uns ersten Stäbchen ersetzt. Und unter diese eine Luftmasche, die wir gemacht haben, müssen wir jetzt mit der Häkelnadel einmal durchgreifen, also unter die beiden Schlingen. Könnt ihr auch ruhig mit den Fingern helfen, ist dann einfacher. Dann bleibt uns hier eine Luftmasche, die zwischen Stäbchen ist. Dann nehmen wir diesen Faden und ziehen auf die Rückseite. Ich werde das gleich noch mal bei der nächsten Reihe zeigen, wie es gemacht worden ist. So habe ich jetzt die erste Reihe abgeschlossen. Wir beginnen jetzt mit der Reihe Nummer 2 und ich möchte jetzt wieder ein Stäbchen ersetzen mit einer Luftmasche umwickeln und dann noch eine Luftmasche dazu häkeln. Diese Schlinge ist zu lang, die muss ich verkleinern, da wo ich an dem Arbeitsfaden ziehe, und die Masche wird kleiner. Dann hier ist der Faden, der die Luftmasche umgewickelt hat. Also wenn wir den ein bisschen so zur Seite schieben, greifen an unserem Arbeitsfaden und ziehen nach vorne. Ich mache es so, dass ich hier die Häkelnadel einmal um 360 Grad drehe. Dann setze ich die Schlingen, die wir nach hinten genommen haben, die Häkelnadel drauf und ziehe den Arbeitsfaden durch diese beiden Schlingen. Nehme den Arbeitsfaden, wickel einmal so rum, mache die Luftmasche. So habe ich jetzt ein Stäbchen gemacht. Wenn es euch ein bisschen zu kompliziert ist, das könnt ihr auch gerne mit Luftmaschen machen. So, dann mache ich jetzt eine Luftmasche dazu, die zwischen Stäbchen kommt, und beginne die zweite Reihe so an, dass die Stäbchen werden nicht unter diese beiden Schlingen gehäkelt. Ich mache es immer so, dass ich Stäbchen durchsteche, dass die Häkelnadel auf der Rückseite so rauskommt. Also nochmal ein Umschlag und Stäbchen durchstechen. Man hat zwei Schlingen oben und eine Schlinge von rechts und eine Schlinge von links. Faden holen und häkeln wie gewohnt einen Stäbchen. Eine Luftmasche, Umschlag, wieder Stäbchen durchstechen und ein Stäbchen häkeln. Und so häkeln wir bis zu der Stelle, wo wir 5 Stäbchen haben.
Ich bin jetzt an der Stelle angekommen, da wo unsere 5 Stäbchen gehäkelt sind, und bei dieser Rundung mache ich Folgendes. Ich mache bei den ersten Stäbchen Verdopplung, also in eine Einstichstelle 2 Stäbchen häkeln. Nicht vergessen, dass der Zwischenstäbchen eine Luftmasche ist. Bei den nächsten Stäbchen häkle ich ein Stäbchen, die Luftmasche. Nächstes Stäbchen wird verdoppelt, also in die gleiche Einstichstelle häkeln wir 2 Stäbchen, zwischen den Stäbchen eine Luftmasche. Das nächste Stäbchen ein Stäbchen häkeln und den letzten Stäbchen wird verdoppelt. Diese Rundung ist jetzt beendet und bei der geraden Seite in jedem Stäbchen häkeln wir ein Stäbchen. Ich bin jetzt bei der Rundung angekommen und auf dieser Seite machen wir genauso wie auf der Seite. Also der erste Stäbchen wird verdoppelt. Dann ein Stäbchen häkeln, das nächste Stäbchen wird verdoppelt, dann ein Stäbchen häkeln, und da, wo wir die Reihe Nummer 2 angefangen haben, haben wir schon den ersten Stäbchen gehäkelt, also in die gleiche Einstichstelle, machen dann den zweiten Stäbchen und so haben wir dann auch die Stelle verdoppelt. Also nicht vergessen, hier auch eine Luftmasche zu machen. Wir verbinden wieder mal die Reihe mit nahtlosen Übergang. Ich zeige das nochmal. Erste Luftmasche, Umwicklung und dann die 2 Luftmaschen dazu. Bei der ersten Luftmasche greifen wir mit der Häkelnadel durch. Nehmen unser Faden und ziehen auf die Rückseite. Die Reihe Nummer 2 ist jetzt auch beendet. Ab der Reihe Nummer 3 werde ich keinen Zunahmen machen an den Rundungen. Deswegen möchte ich euch schon mal sagen, wie lang der Boden geworden ist in 2 Reihen und hat die Länge von 29 Zentimeter. Wie ich schon gesagt habe, ab der 3. Reihe bei den Rundungen mache ich keinen Zunahmen. Das heißt, in jedem Stäbchen wird nur ein Stäbchen gehäkelt. Ich beginne jetzt mit der Reihe Nummer 3 und hier möchte ich euch zeigen, wenn es euch zu schwer ist, so ein Stäbchen zu häkeln, dass man auch den mit Luftmaschen ersetzen kann. Hier ist diese Schlinge entstanden, geht so unter durch, holt euch den Faden, die Schlinge, die auf der Rückseite ist, packt ihr auf die Häkelnadel. Jetzt sind 2 Schlingen drauf und die häkelt ihr zusammen. Dann häkeln wir noch 2 Luftmaschen dazu. Das ersetzt jetzt unser
ersten Stäbchen. Dann machen wir eine Luftmasche, die zwischen Stäbchen sein soll, Umschlag und beginnen Stäbchen zu häkeln. Eine Luftmasche und wie gehabt ein Stäbchen zu häkeln. Und so macht ihr bis zu der Rundung und hier zeige ich, wie ich bei der Rundungen häkle. Ich bin jetzt bei der Rundung angekommen und hier bei jedem Stäbchen wird ein Stäbchen gehäkelt. Also wir machen hier keine Verdopplung. Unter jedem Stäbchen wird ein Stäbchen gehäkelt. So, die Rundung ist fertig. Ihr könnt ja schon sehen, dass das ja auch schon nach oben geht, wenn hier keine Verdopplungen bei den Rundungen gemacht wird. Dann häkelt ihr zu der nächsten Rundung und hier wird es genauso gehäkelt und dann zeige ich, wie die Reihe beendet wird. Ich habe weiter bei der Reihe Nummer 3 gehäkelt und sieht jetzt einmal so aus. Und dann kann man jetzt einmal die Wände hochhäkeln. Aber ich wollte noch mal zeigen, wie diese Reihe beendet wird. Nehme die Häkelnadel raus. Hier ist die Masche oder die Schlinge, wo wir die Reihen miteinander verbunden haben. Dann haben eine und die zweite Luftmasche gehäkelt und Stäbchen zu machen. Also erste Luftmasche, bei der zweiten Luftmasche gehen wir mit der Häkelnadel unter durch. Unter den beiden Schlingen. Nehmen uns den Faden und ziehen auf die Rückseite. So haben wir jetzt nahtlosen Übergang gemacht bei der dritten Reihe. Ziehen den Faden zusammen und beginnen mit der vierten Reihe an. Nehmen Häkelnadel raus, da wo unsere erste Luftmasche war, mit der Häkelnadel durchgehen, Faden holen, Schlinge auf die Häkelnadeln draufpacken, die beiden Schlingen zusammen häkeln und dann machen wir noch 2 Luftmaschen dazu. Ersetzt uns Stäbchen, dann machen wir eine Luftmasche, die zwischen Stäbchen sein soll und beginnen mit der vierten Reihe mit ganz normalen Stäbchen. Und so macht ihr weiter in die gewünschte Höhe. Und wenn ich meine Höhe erreicht habe, werde ich euch genau sagen, wie viele Reihen insgesamt habe ich gehäkelt. Ich habe die gewünschte Höhe von meiner Tasche erreicht und es sind insgesamt 26 Reihen geworden. Also von der ersten Reihe bis nach oben. 26 Reihen.
Ich werde gleich auch die Henkel raushäkeln, aber bevor wir das machen, müssen wir erstmal Maschenmarkierer aufsetzen, da wo die Henkel anfangen. Ich habe die Tasche so hingelegt. An den beiden Seiten habe ich Maschenmarkierer aufgesetzt, also an den, könnt ihr gerne sehen, Öffnungen von einer Seite und von der anderen Seite. Und dann habe ich gezählt, wie viele Öffnungen von beiden Seiten es sind. Also von einer Seite sind 27 Öffnungen und von der anderen Seite auch. Dann habe ich für mich so gemacht, dass ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Öffnungen gezählt habe von einer Seite und dann auf Stäbchen habe ich den Maschenmarkierer aufgesetzt. Von der anderen Seite habe ich es genauso gemacht und auf der Rückseite das gleiche. Zwischen diesen Maschenmarkierer sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Öffnungen. Auf dieser Seite, also auf der Rückseite, sind auch 11 Öffnungen. So, und dann kann ich ja gleich mit den Henkeln anfangen, aber ich gebe euch die Masse. Die Tasche ist aber noch nicht fertig, aber kann ich schon mal sagen, dass die Tasche 32 cm breit ist und die Höhe ist bei 31,5 cm. So, dann wir beginnen jetzt so zu häkeln, wie gehabt, bis zu den Maschenmarkierer, also bis zu den Maschenmarkierer häkeln und dann zeige ich, wie ich dann weitermache. Ich habe jetzt die nächste Reihe angefangen, bis zu den Maschenmarkierer gehäkelt und da wo Maschenmarkierer ist, habe ich noch ein Stäbchen gemacht. Also das könnt ihr gleich sehen. Und ab hier häkle ich hier Luftmaschen raus. Ich mache erstmal 81 Luftmaschen und dann gucke ich, ob mir diese Länge für die Henkel ausreichen wird. Also ich beginne erstmal mit der Luftmaschenkette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und insgesamt mache ich 81 Luftmaschen. So, 81 Luftmaschen habe ich jetzt fertig. Ich habe geguckt, das reicht mir auch aus. Ich habe ja hier einmal befestigt und dann auf meine Schulter aufgehängt, um zu gucken, ob es mir diese Länge reicht. Wenn es euch zu kurz ist, könnt ihr natürlich Luftmaschen dazu machen, aber ihr müsst auch denken, dass das ungerade Zahl ist. Das ist wichtig. So, dann legen wir die Kette so auf, dass sie sich nicht verdreht. Machen dann einen Umschlag und häkeln dann auch ein Stäbchen raus, da wo unser Maschenmarkierer ist. Also Maschenmarkierer können wir abnehmen und eine Luftmasche. Und häkeln dann diese Reihe bis zu den nächsten Maschenmarkierer, wo unser Henkel anfängt. Bin jetzt an der anderen Seite angekommen, also da wo unser zweiter Henkel anfangen muss. Da mache ich, wo der Maschenmarkierer ist, noch ein Stäbchen
und mache wieder 81 Luftmaschen. So, auf dieser Seite habe ich auch 81 Luftmaschen gemacht. Lege wieder die Kette so, dass sie nicht sich verdreht und verbinde dann mit dem Stäbchen an diesen Stäbchen die Kette. Und dann häkle ich bis Ende dieser Reihe wie gewohnt. Dann macht ihr die Reihe miteinander verbinden, fängt die neue Reihe an und häkelt bis zu dieser Stelle, wo wir den ersten Hängel rausgehäkelt haben. Und dann zeige ich, wie es hier weiter gehäkelt wird. Ich habe die Reihe zu Ende gemacht, neue Reihe angefangen und bis zu der Stelle angekommen, wo wir angefangen, unser Henkel rauszuhäkeln, also die Luftmaschenkette. Bei der Luftmaschenkette machen wir genauso wie bei den Boden eine Luftmasche auslassen, bei der nächsten Stäbchen häkeln. Luftmasche auslassen, bei der nächsten Luftmasche Stäbchen aushäkeln. Und diesmal häkeln wir nicht unter den beiden diesen Schlingen. Wir drehen die Kette einmal so und häkeln unter diesen Schlingen, die hier entstanden sind. Und die erste Masche mache ich einmal so, mache den Umschlag, eine Masche lasse ich aus. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also eine Masche auslassen. Dann ich gehe erstmal unter beiden Schlingen mit der Häkelnadel durch, wende die Kette und häkle Stäbchen raus und dann die Luftmasche. Ab jetzt dreht sich die Kette automatisch mit diesem Zopf nach unten. Dann können wir eine Schlinge auslassen, bei der nächsten häkeln wir Stäbchen raus und die Luftmasche. Eine Schlinge auslassen und bei der nächsten Stäbchen raushäkeln. Ich habe weiter gehäkelt und der erste Henkel sieht so aus. Und wenn ihr auch alles richtig gemacht habt, dass ihr Stäbchen, Luftmasche Stäbchen gehäkelt habt, am Ende bleibt nur eine Luftmasche und bei den Stäbchen häkeln wir dann auch Stäbchen raus. Und dann häkeln wir in Muster weiter bis diese Stelle und dann zeige ich ihr auch nochmal, wie der zweite Henkel rausgehäkelt wird. Ich bin jetzt bei den zweiten Henkel angekommen und hier wird genauso gehäkelt wie bei den ersten. Wir lassen eine Luftmasche aus und bei zweite fangen wir an. Also ich drehe gleich die Kette einmal um und nehme mir die Schlinge und mache den ersten Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Schlinge auslassen und dann Stäbchen raushäkeln. Also im Prinzip genauso wie der erste. Ihr häkelt einmal zu Ende, beendet die Reihe, fängt die neue Reihe an und wir sehen uns dann einmal diese drei, also erstmal diese zwei Stäbchen auslassen, nicht häkeln und dann sehen wir uns.
Den zweiten Henkel habe ich jetzt auch gemacht, die Reihe beendet und neue Reihe angefangen. Und hier möchte ich so einen Übergang machen, wenn wir weiter ja so in der Reihe häkeln, wenn die Henkel so nach oben gehen, ne? Hier wird ja dann nicht so schön aussehen. Deswegen machen wir es folgendes. Wir wollen dann gleich 3 Stäbchen zusammen abhäkeln. Also wir häkeln zuerst den ersten Stäbchen. Ich habe hier auch eine Luftmasche gemacht, ne? Und häkle ich nicht zu Ende. Dann mache ich Umschlag, mache noch ein Stäbchen und noch ein Stäbchen. Und jetzt häkle ich diese 4 Faden auf der Häkelnadel zusammen. Mache eine Luftmasche und weiter häkle ich dann in jedes Stäbchen ein Stäbchen häkeln bis Ende diesen Henkel. Ich bin jetzt am Ende der Henkel angekommen. Hier ist ein Stäbchen und hier sind noch 2 Stäbchen, die ich alle 3 zusammen häkeln möchte. Also Umschlag und dann häkeln wir ein Stäbchen, dann noch ein Stäbchen und noch ein Stäbchen. Jetzt haben wir 4 Schlingen auf der Häkelnadel und die häkeln wir zusammen und eine Luftmasche und dann häkeln wir weiter bis zu den zweiten Henkel. Bei den zweiten Henkeln wird es genauso gemacht. Und hier könnt ihr sehen, was ich damit gemeint habe, dass der hier so ein leichter Übergang ist und nicht die Ecke entsteht. So, hier ist genauso. Dann häkelt ihr bis zu den zweiten Henkel und hier wird es genauso gemacht wie da. Ich habe die Reihe auch zu Ende gemacht, neue Reihe angefangen und wir häkeln jetzt die letzte Reihe. Bin jetzt an der Stelle angekommen, wo wir die 3 Maschen, also 3 Stäbchen abgemascht haben. Mach eine Luftmasche, habe ich schon gemacht, mach einen Umschlag und hier sind die 3 Schlingen. Unter diesen 3 Schlingen muss ich einmal so in die Mitte und dann Faden holen und ein Stäbchen häkeln. Und Luftmasche. Und wie gewohnt weiter unser Muster häkeln. So, ich bin jetzt an der Stelle angekommen bei den ersten Henkeln, da wo wir 3 Stäbchen abgemascht haben. Und hier häkle ich ein Stäbchen. Hier sind gut zu sehen 3 Schlingen. Mit der Häkelnadel gehe ich unter diesen 3 Schlingen, greife an Faden und häkle ein Stäbchen. Luftmasche und weiter in Muster häkeln bis zu den zweiten Henkel und da wird es genauso gemacht wie bei den ersten. Dann macht ihr die Reihe zu Ende häkeln und am Ende zeige ich, wie die Reihe mit nahtlosem Übergang beendet wird mit einem Endstück. Die Reihe ist jetzt beendet und die schließe ich mit nahtlosem Übergang. Da schneide ich jetzt Faden ab, ziehe am Faden und verbinde so
dass ich mit der Häkelnadel unter der Luftmasche gehe. Nehme den Faden und ziehe auf die Rückseite. Von der Rückseite nehme ich eine kleinere Häkelnadel, stecke die Häkelnadel da rein, wo der Faden rauskommt und ziehe so auf die Rückseite wieder. Jetzt habe ich mit nahtlosem Übergang die Reihe beendet und die Tasche ist jetzt fertig und sieht so aus. Sie ist nicht klein und auch nicht groß. Ich werde auch noch gleich die Endstücke verstecken. Und dann sage ich euch noch, wie groß die Tasche bei mir geworden ist. Die Tasche ist jetzt fertig. Ich habe sie schon mal gebügelt. Ich bügele immer die fertigen Taschen, dass sie auch richtigen Form aufnehmen können. Also ich habe Handtuch draufgelegt, mit dem Dampfbügeleisen gebügelt und habe sie ja auch ein bisschen an den Seiten gezogen, dass sie auch richtigen Form annimmt und abkühlen lassen. Jetzt ist sie natürlich komplett fertig. Die Maße von meiner fertigen Tasche ist bis zu den Henkeln, wie sie auch davor war, 31,5 cm. Dann, wo die Henkel enden, ist sie bei 36 cm. Mit den Henkeln ist sie 55,5 lang und die Breite hat sich auch nicht verändert, ist bei 31,5 cm. Wenn ihr auch so eine Tasche ein bisschen breiter machen wollt, dann müsst ihr mehr Luftmaschen aufschlagen. Wichtig ist, dass Luftmaschenanzahl immer ungerade ist und bei diesen Ecken hier verändert sich eigentlich nicht, außer dass die Luftmaschen ein bisschen mehr sind. Für die Tasche habe ich fast 2 Knäuler verbraucht. Das ist alles, was geblieben ist und ich vermute, hier sind zwischen 10 bis 15 Meter. So, dann von meiner Seite war das schon. Ich hoffe, ihr habt ja auch Lust, so eine Tasche nachzuhäkeln. Ich werde mich auch sehr freuen, wenn ihr auch meinen Kanal abonniert und Daumen dafür hoch macht. Auf dieser Stelle war es das schon. Dann viel Spaß beim Nachhäkeln. Tschüss und bis zum nächsten Mal.